Heute schauen wir uns an, wie man hier dieses Bluebuzz Interface updaten kann und was man machen kann, wenn beim Update was schiefgelaufen ist. Alles, was ihr dazu braucht, ist das Bluebuzz Interface und ein Micro-USB-Kabel. So sieht Micro-USB aus. Achtet darauf, dass es nicht ein reines Ladekabel ist, weil sonst ihr keine Datenverbindung mit dem PC habt. Am Bluebuzz selber ist auf dieser Seite hier einmal der Micro-USB-Anschluss und hier ein paar Status-LEDs. Wenn man das Ganze jetzt am PC einsteckt, gehen hier entsprechend die Status-LEDs an. Grün hier heißt in dem Fall, alles klar, das Bluebuzz Interface läuft. Sollte diese Status-LED jetzt hier dauerhaft rot leuchten, dann habt ihr schon Bluebuzz Interface in der Hardware Generation 2. Das hier in dem Fall ist ein Bluebuzz Interface der Generation 1. Am PC angekommen, müssen wir jetzt erstmal auf die Bluebuzz Webseite. Die findet man unter bluebuzz.dev. Übersetzen brauchen wir nicht. So, und hier gibt es oben den Tab Software. Da gibt es dann hier einmal die ganzen Releases, die jemals veröffentlicht worden sind. Ihr seht schon, das sind einige und da sind ja jeweils einiges an, ja, sage ich mal, Feature-Set mit dazugekommen. Was für uns jetzt interessant ist, ist natürlich immer die letzte Release-Version und das ist in diesem Fall die Version 1.3.0. Was vielleicht nur wichtig zum Sagen ist, ich habe es ja vorher gesagt, anhand der LED kann man erkennen, welche Hardware-Revision man hat. Die Version 1.1.18 ist nicht mehr kompatibel mit Bluebuzz der Hardware-Revision 2. Gut, sollte euch nicht groß stören, immer die letzte nehmen. Ihr dürft halt bloß nicht auf dem 2er Bluebuzz die 1.1.8 oder niedriger flashen. Einfach Rechtsklick drauf machen, dann Link speichern unter. Und ihr seht schon, ich habe es schon mal runtergeladen. Kommt so ein schönes Hex-File bei raus. Runtergeladen, fertig. Das war jetzt das erste. Das zweite ist, wir brauchen noch den Upgrader und den findet man hier unter die Firmware Upgrade Instructions. Da kommt man im GitHub raus und wir brauchen in dem Fall Windows 64-Bit oder je nachdem, was ihr halt habt. Für Linux und Mac läuft es ein bisschen anders. Ich zeige es jetzt hier an dem Windows 10 System. Genau. Meckert hier kurz an, dass man sich überlegen sollte, ob man das wirklich behalten sollte. Klar, wir wollen ja upgraden. Genau. Runtergeladen, fertig. Das sind jetzt die zwei Sachen, die wir brauchen. Wir starten jetzt einfach mal den Updater. Da wird Windows mal wieder kurz meckern. Unter weitere Informationen und trotzdem ausführen kann man es dann natürlich ausführen. Und so sieht die ganze Geschichte jetzt dann aus. Unter Select Device kann man hier sein Bluebuzz Modul selektieren. Jetzt hat man ja natürlich das Problem, hier sind irgendwie 4 COM-Ports. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Entweder man hangelt sich durch und probiert halt dann und Connecting wird halt dann, wo kein Bluebuzz dran ist, negativ ausfallen. Genau, dann sagt der Error failed to get response. Und dann kann man den nächsten seriellen Port probieren und so kann man sich halt da durchhangeln. Als Alternative schaut man sich mal den Device Manager an und zwar kann man hier unter Dev Management.msc den Gerätemanager vom PC öffnen. Der sieht dann wie folgt aus. Da sieht man hier seine Anschlüsse und dann macht man nichts anderes als das Bluebuzz mal kurz einmal hier abzuziehen. Dann sieht man, aha, COM15 verschwindet, steckt es wieder an. COM15 taucht auf, okay, das hier ist unser Bluebuzz. Also hier COM15 auswählen und dann seht ihr schon, aha, Firmware 1.1.18 haben wir aktuell und die Seriennummer von meinem Gerät ist die 460. Der Check hier übrigens mit dem Gerätemanager ist eigentlich auch ganz praktisch, weil wenn ihr das an- und absteckt und hier tut sich nichts, dann habt ihr möglicherweise ein USB-Kabel erwischt, das keine Datenleitungen gezogen hat. Dann müsst ihr einfach ein anderes USB-Kabel nehmen. Ich meine, das liegt bei jedem Android-Handy dabei oder war es in der damaligen Generation, bevor USB 3 dahergekommen ist. Einfach dann das nehmen. Gut. Und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch Select Firmware File machen. Einfach das Hex-File auswählen. Jetzt
sagt er hier Ready to Flash und dann kann man hier Flash Firmware machen. Am Bluebus selber sieht es dann wie folgt aus. Genau, Flash Complete. Hier leuchtet wieder alles grün, das passt soweit. Wenn ihr jetzt checken wollt, ob die richtige Firmware drin ist, Tool einfach nochmal zumachen, Tool nochmal starten und einfach hier erneut drauf verbinden. Und dann seht ihr hier unten, okay, wir haben jetzt 1.3.0, passt, wir haben geflasht. Schon sind wir wieder einsatzfähig. Sollte es jetzt mal passiert sein, dass euer Bluebus Interface beim Flashen Probleme gehabt hat und ihr kein Successful Flash bekommen habt und es dann danach auch nicht mehr erreichbar sein sollte, dann müsst ihr es tatsächlich aufschrauben. Und dann gibt es hier so einen kleinen Jumper und mit dem könnt ihr das in den Recovery Mode bringen. Einfach den Jumper hier drücken und ab dann könnt ihr wieder flashen. Um die Sache jetzt rund zu machen, schauen wir uns das Ganze im Auto natürlich an. Dann schauen wir hier in die Einstellungen rein und auf Über sehen wir Firmware-Version 1.3.0. Die ganzen Infos so, wie wir es davor kannten. Das Menü baut sich alles richtig auf. Ich denke, das Upgrade hier ist geglückt und dann sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.